So, One Day in Ramadan. Bei meinem letzten Insta-Livestream kam der Vorschlag, dass ich mal einen Vlog drehen soll, während ich faste, und ja, hier ist dieses Video. Ich werde euch einfach mal heute ein paar Einblicke geben, zeigen, wie so ein Tag beim Fasten eigentlich aussieht, beziehungsweise wie es bei mir so aussehen kann, und einfach zeigen, welche Rituale es gibt, und besonders will ich auf die Erklärung eingehen, also euch erzählen, was man so eigentlich macht und warum man das letzten Endes so eigentlich auch macht. Genau. Darauf will ich eingehen. Zuerst aber, es ist 3:30 Uhr, ich werde noch etwas essen, und nachdem ich gegessen habe, komme ich zurück und fange dann so richtig mit dem Video an. Bis gleich. So, ich habe gerade etwas gegessen und die Zeit zum Fasten hat auch inzwischen schon begonnen. Bevor ich aber jetzt dazu komme, warum ich um diese Uhrzeit aufgestanden bin, um etwas zu essen, will ich mal ein paar allgemeine Infos zum Fasten geben. Im Islam gibt es sogenannte 5 Säulen, also 5 Säulen des Islam. Das sind quasi 5 sehr wichtige Regeln für Muslime. Und eins dieser Regeln, eins dieser Säulen ist das Fasten im Fastenmonat Ramadan. Im Islam gibt es einen sogenannten Kalender, einen islamischen Mondkalender, von dem der 9. Monat Ramadan heißt, und in diesem ist es für Muslime, wie gerade gesagt, Pflicht zu fasten. Dieser Mondkalender ist ungefähr 10 bis 12 Tage kürzer als der übliche Sonnenkalender, weshalb auch der Start von Ramadan von Jahr zu Jahr etwas variiert bzw. nach hinten sich verschiebt. Dieser Monat ist für Muslime besonders wichtig, ist quasi so der heiligste Monat, weil in ihm nach islamischer Auffassung der Koran hinabgesandt wurde. Und im Koran selber wird auch in vielen Stellen mehrmals erwähnt, wie wichtig dieser Monat eigentlich ist. Und das ist eigentlich auch der Grund, warum man den Monat Ramadan auch als Sultan der 11 Monate bezeichnet, weil dieser eben so wichtig ist. Okay, Fasten schön und gut, aber was macht man da eigentlich? Eher gesagt, was macht man da nicht? Und zwar zwischen der Morgendämmerung und dem Sonnenuntergang ist es für Muslime nicht erlaubt, für gesunde und erwachsene Muslime, nicht erlaubt, etwas zu essen, etwas zu trinken oder Geschlechtsverkehr zu haben. Was ich jetzt aber mit gesund und erwachsen meine, kleine Kinder, Personen, die krank sind, Frauen, die schwanger sind oder auch Personen, die auf einer Reise sind nicht dazu verpflichtet zu fasten. Da gibt es quasi andere Regelungen, auf die ich aber jetzt nicht im Detail eingehen möchte. Aber generell, warum man eigentlich fastet, warum es dieses Ritual gibt, darauf will ich am Ende des Videos in Ruhe eingehen. Aber jetzt einmal kurz zurück zu dem Punkt, warum ich um diese Uhrzeit aufgestanden bin, um etwas zu essen. Ich meinte ja, ab der Morgendämmerung beginnt das Fasten, und diese Morgendämmerung ist vor kurzem jetzt eingetreten, und die Muslime stehen davor, also quasi so im letzten Drittel der Nacht auf, um nochmal etwas zu essen, bevor das Fasten losgeht. Man bezeichnet das als Sahur, also die letzte Mahlzeit vor dem Fasten. Und das habe ich gerade eben gemacht, und das ist eben der Grund, warum ich so früh aufgestanden bin. So, ich glaube, das reicht mit der Einleitung. Ich mache mal weiter und wir sehen uns später. So, es ist inzwischen schon 15 Uhr. Ich hatte heute Morgen eine Vorlesung und jetzt seit einigen Stunden arbeite ich an einem Projekt für die Uni. Und ich musste dabei immer wieder an folgende Frage denken: Wie kannst du dich eigentlich während des Fastens konzentrieren? Also ohne Essen, ohne Trinken, wie geht das eigentlich? Und ich finde, dass es zum einen eine Gewöhnungs- und zum anderen eine Einstellungssache ist. Was ich mit Gewöhnungssache meine, es ist etwas Neues für den Körper. Man fastet ja nur einmal im Jahr so viele Tage hintereinander, und das ist in meinen Augen eine gewisse Neuheit. Ich finde aber, dass der Körper sich da ganz schnell anpasst, sodass man keine großen Schwierigkeiten eigentlich dabei hat. Ich kann natürlich jetzt nicht im Namen von allen reden. Ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass einige, vor allem in den ersten Tagen, kleine Schwierigkeiten haben, weil der Körper sich da erst neu dran gewöhnt und der neuen Situation sich anpasst. Ich finde aber, dass der zweite Punkt dabei eine viel größere Rolle spielt, und das ist die Einstellung, die man hat. Ich habe ja heute Morgen erwähnt, wie wichtig und wie bedeutsam dieser Monat für Muslime ist. Und das ist auch der Grund, warum Muslime sich jedes Jahr darauf freuen, dass der Ramadan startet. Also man nimmt das alles gar nicht als eine Belastung wahr.
Und passend dazu will ich auch noch was anderes erwähnen, und zwar die Zeitnutzung. Denn ich meinte ja, es findet nur einmal im Jahr statt, ist was sehr Besonderes, und das ist auch der Grund, warum viele Muslime versuchen, diese Zeit sehr gut zu nutzen, indem sie beispielsweise viel den Koran lesen, vor allem auf Arabisch in der Originalsprache, oder aber auch die Übersetzung, um es besser verstehen zu können. Explizit im Ramadan gibt es etwas, was Muqabala heißt. Das ist so, dass eine Person den Koran vorliest und alle anderen Personen lesen quasi mit und verfolgen die Person beim Lesen. Das macht man in der Moschee, in der Gemeinde, das kann man aber auch unter Freunden machen, das kann man aber auch online machen, indem man sich das anhört und dabei die Sachen mitverfolgt. Und Ziel bei dem ganzen Koranlesen oder Verfolgen ist es, in den meisten Fällen den ganzen Koran auch quasi durchzulesen, quasi ungefähr 600 Seiten in diesem Monat. Man versucht aber auch beispielsweise viele Bittgebete zu machen, sein islamisches Wissen mehr anzueignen, indem man vielleicht Bücher liest oder, was ich sehr gerne mache, an Vorträgen teilnehmen, um so das Wissen zu erfrischen oder neues Wissen zu erlangen. Oder aber auch, was man besonders in diesem Monat machen sollte, ist es, viele Wohltaten zu verrichten, einfach auch deshalb, weil für die ganzen Taten man in diesem Monat eine erhöhte Belohnung bekommt im Vergleich zu den anderen Monaten. So, es ist jetzt genau 20 Uhr, nach wenigen Minuten ist es soweit und da werden wir unser Fasten brechen. Und ich habe mal nachgeschaut, es waren heute jetzt 16 Stunden, die ich gefastet habe. Und das variiert natürlich von Tag zu Tag bzw. von Monat zu Monat, denn die Tage werden ja mal länger, mal kürzer, je nach Jahreszeit. Und das variiert natürlich auch, wo man sich auf der Welt gerade befindet. Die Entfernung zur Sonne, aufgrund der Erdkrümmung und. Da gibt es eben verschiedene Faktoren. Kurz vorab, man hört immer wieder in Ramadan, ey, das ist doch voll ungesund und so weiter. Ich kann euch da beruhigen, dass es nicht so der Fall ist. Und sowieso, wenn es für eine Person ungesund ist, weil die Person beispielsweise krank ist etc., meinte ich auch am Anfang, dann ist diese Person natürlich nicht verpflichtend zu fasten, weil die Gesundheit natürlich immer vorgeht. Und ganz im Gegenteil, also generell gesehen, das ist auch gar nicht schädlich, sondern eigentlich hat das eine positive Auswirkung auf den Körper. Um es mal jetzt ganz grob zu sagen, beim Fasten ist der Körper quasi mehr oder weniger im Ruhemodus. Im Ruhemodus, was die Verdauung betrifft. Denn normalerweise ist der Körper damit beschäftigt, die ganze Nahrung zu verdauen, den ganzen Tag über. Aber dadurch, dass man fastet, ist der Körper am Arbeiten, die ganzen Schadstoffe des Körpers auszulöschen, um es mal jetzt ganz grob zu sagen. Wenn ich da ein paar Sachen finde, werde ich mal in die Beschreibung einige Links dazu schreiben. So, und jetzt einmal kurz noch etwas zum Fastenbrechen. Wie das eigentlich abläuft, ist eigentlich ganz simpel. Kurz vorm Fastenbrechen macht man ein kleines Bittgebet und bricht dann sein Fasten. Also sehr simpel. Viele Muslime brechen ihr Fasten meistens mit einer Dattel. Ich weiß nicht, ob der Fokus jetzt sitzt. So sieht eine Dattel aus. Viele Muslime brechen ihr Fasten mit einer Dattel oder mit Wasser. Und der Grund ist einfach dass der Prophet Mohammed, sallallahu alaihi wasallam, also Friede sei auf ihm, laut den Überlieferungen immer sein Fasten mit einer Dattel oder mit Wasser gebrochen hat. Und das ist eben der Grund, warum die Muslime das auch machen. Das ist keine Pflicht, das ist einfach quasi etwas Freiwilliges, das man machen kann. So, und zu guter Letzt, das, was das Fasten auch so besonders macht, ist dieses Zusammenkommen beim Fastenbrechen. Normalerweise, ihr werdet gleich verstehen, warum normalerweise, kommt die ganze Familie zusammen beim Fastenbrechen. Sei es jetzt die Oma, der Opa, die ganzen Cousins, die ganze Familie kommt zusammen und man bricht dann gemeinsam das Fasten. Oder aber auch in den Moscheen, da wird es auch angeboten, da trifft sich die Gemeinde und da bricht man alle zusammen das Fasten. Und normalerweise, ja, wegen Corona ist es halt heutzutage leider nicht mehr so möglich wie damals, sage ich mal. Aber dennoch, ja, mit der Kernfamilie kann man das ja machen. So, und dann noch zu guter Letzt mit der Zeit des Fastens. Viele von euch haben es vielleicht gehört, es gibt ja im Islam auch die täglichen Gebete, und zwar 5-mal am Tag. Und das ist immer so, mit der Morgendämmerung beginnt das Morgengebet und somit auch das Fasten. Und mit dem Abendgebet endet das Fasten, die Fastenzeit.
Das heißt, ab dem Abendgebet, was in wenigen Minuten stattfinden wird oder beginnen wird, beginnt auch die Zeit, wo man essen darf, sein Fasten bricht, und dann hat man quasi bis zum Sonnenaufgang bzw. zur Morgendämmerung wieder Zeit zu essen, und das wiederholt sich quasi jeden Tag. So, das Fasten wurde gebrochen, und das letzte, was ich angesprochen hatte, waren ja die 5 Gebete. Darauf will ich nur ganz kurz eingehen, und zwar auf das Nachtgebet, das ungefähr 1,5 Stunden nach dem Abendgebet stattfindet. Im Ramadan gibt es da noch eine Besonderheit, und zwar gibt es da ein freiwilliges Zusatzgebet, ein Extragebet mit dem Namen Terawih. Das ist eine Tradition des Propheten, das bezeichnet man auch als Sunna, und das kann man in der Moschee mit der Gemeinde beten, das kann man aber auch zu Hause alleine mit Freunden, mit der Familie gemeinsam beten. Kommen wir aber mal jetzt langsam zum Ende des Videos. Ich meinte ja, ich will noch auf die Gründe, auf die Effekte des Fastens eingehen. Im Islam gibt es unterschiedliche Rituale, die einfach dafür da sind, sich selber zu erziehen. Also die Rituale im Islam sind quasi Erziehungsmethoden. Und mit dem Ritual Fasten sensibilisieren und stärken wir quasi Körper und Geist. Wir Menschen lernen mit unserem Verstand über unseren Körper, über unseren Ego, über unsere Bedürfnisse, unserer Triebseele zu herrschen. Es ist also eine Erziehung für uns selber, für den Menschen, für den Körper und für den Geist. Zum Beispiel gibt es im Islam eine sogenannte soziale Pflichtabgabe mit dem Namen Zakat, das eben den Vermögen säubert. Und mit dem Fasten reinigt man quasi Körper und Seele. So kann man sich das vorstellen. Das ist ein Punkt. Ein weiterer ist, dass wir des Weiteren all das, was wir in der Hand besitzen oder auch nicht besitzen, wertschätzen. Also die Wertschätzung wird durch das Fasten verstärkt. Man hat beispielsweise die Möglichkeit, sich in die Lage von anderen Personen mehr oder weniger hineinzuversetzen. Besonders Personen, die vielleicht arm sind, nicht die Möglichkeit haben, jederzeit etwas zu essen, quasi überwiegend verhungern, hat man einfach die Möglichkeit, sich da hineinzuversetzen. Und das ist auch nochmal einfach so der Punkt, der das Wertschätzen von Nahrung etc. Einfach ermöglicht. So, und das sind quasi die Hauptelemente, die Hauptkomponenten des Rituals Fasten. Und wie jedes Video will ich dieses Video auch mit einem Zitat beenden, und zwar mit einem passenden, diesmal mit einer Überlieferung des Propheten. Wer an Allah glaubend und nur die Belohnung von Allah erwartend das Fasten im Ramadan einhält, dem werden die vergangenen Sünden vergeben. Und das war's mit dem Video. Falls ihr weitere Fragen habt, könnt ihr sie sehr gerne unten in die Kommentare stellen. Ansonsten wünsche ich euch allen einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal.